Hi Leute, ich bin Jonas und heute zeige ich euch mal, wie ihr in unter 5 Minuten richtig schöne PowerPoint, Excel und Word-Dateien bauen könnt. Ihr kennt das wahrscheinlich. Ihr müsst irgendwie einen Report bauen in Excel oder in PowerPoint und das Ganze soll irgendwo vor Leuten vorgestellt werden und eigentlich würdet ihr gerne etwas abliefern, was wirklich gut aussieht. Gerade im Bereich PowerPoint oder Excel ist das nicht immer so ganz einfach. Im PowerPoint gibt es mittlerweile viele verschiedene Möglichkeiten, das relativ einfach optisch zu optimieren. Aber wie sieht es denn mit Excel und Word aus? Ich zeige euch jetzt gleich, wie ihr sowohl Excel als auch Word als auch PowerPoint-Dateien richtig schön hinkriegt. Ihr kennt das wahrscheinlich, die leere Excel-Datei. Ihr habt einen Haufen Daten und sollt die irgendwie schön aufbereiten, so dass sie gut aussehen, dass man die Tabelle schnell und einfach erkennt. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Dazu gibt es einen absoluten Geheimtipp von mir, wie ihr nicht bei Null anfangen müsst mit einer leeren Excel-Datei oder einer leeren PowerPoint, sondern wie ihr mit den Vorlagen von Microsoft Office einen super Startpunkt habt, von dem man dann seine Daten in diese Tabellen einfügen kann und sehr, sehr schnell super schöne Dokumente abliefert. Ich garantiere euch, das spart euch Stunden eurer Lebenszeit, in der ihr ansonsten in PowerPoint Grafiken hin und her rückt oder in Excel mit dem Pivot-Editor versucht, irgendwelche Dinge aufzubereiten. Also lasst uns mal schnell reinschauen, was ich meine. Wir gehen jetzt auf die Seite templates.office.com. Wir sehen, wir landen auf einer Vorlagenseite von Microsoft. Meldet euch da als erstes mal an, oben rechts in der Ecke. Ihr seht, ich bin schon angemeldet. So, und was haben wir jetzt hier zur Auswahl? Ihr seht, wir haben hier eine Suchleiste, aber wir haben hier unten auch direkt eine Kategorienansicht. Wir haben hier unten in den Kategorien schon die ersten Dinge, die man kennt. Kalenderansichten, Familienaktivitäten, Lebensläufe und so weiter. Diese Premium-Vorlagen, die habt ihr immer verfügbar, wenn ihr ein Microsoft 365 kauft. Wir sagen jetzt mal ein sehr beliebtes Thema, Budget. Ich möchte eine Budget-Excel bauen. Ob nun für mich zu Hause, für den privaten Gebrauch oder bei der Arbeit, weil ich irgendwelche Projektbudgets reporten muss. Das ist aber ein Thema, was, glaube ich, wir alle kennen, sei es das Haushaltsbuch oder eben ein Projektbudget. Wir gehen mal drauf und schauen mal, was es da so gibt. Und hier seht ihr jetzt direkt, hier gibt es verschiedenste Budgetvorlagen. Gleich oben Hochzeitsbudget, auch was Schönes im privaten Umfeld, das persönliche Budget, den Budgetplaner für Familie und ihr seht, hier gibt es jetzt ganz viele Vorlagen. Es steht immer darunter, welcher Dateityp das ist, also für welche Anwendung, in diesem Fall für Excel. Wir scrollen hier mal durch und ihr seht, es gibt unzählige Vorlagen, die schon alle vorgefüllt sind und die dann verschiedenste Funktionen enthalten. So, jetzt wollen wir mal in eine so eine Vorlage reinspringen und mal schauen, wie das aussieht. Wenn ihr euch jetzt eine dieser Vorlagen ausgesucht habt, bekommt ihr diese Seite angezeigt. Ich bin jetzt hier mal auf mein Studienbudget als Vorlage gegangen. Ich finde das ganz cool, es sieht modern aus, hat Grafiken mit drin. Hier könnt ihr jetzt entscheiden, ob ihr diese Vorlage runterladen wollt oder direkt im Browser bearbeiten. Und wir gehen mal in die Browseransicht. So, wir sehen, die Vorlage ist in meinem Excel im Browser geladen. Genau wie auf der Vorschau angezeigt, haben wir hier verschiedene Balken und eine Darstellung. Lasst uns mal reingucken, es gibt auch verschiedene Reiter. Wir haben hier die Zusammenfassungsansicht, auf der wir sind. Dann gibt es einen Reiter für die monatlichen Einkünfte und ihr seht, ihr könnt hier direkt reinschreiben und die Dinge bearbeiten. Es bleibt alles so, wie es ist. Auf der Vorderseite passen sich sofort die Graphen an, die Zahlen berechnen sich neu und dann könnt ihr hier direkt reinarbeiten. Ihr könnt diese Tabelle auch größer machen. Das sind die Standard-Excel-Funktionen. Ihr seht, ihr könnt hier direkt drinnen mit losarbeiten. Ihr habt dann hier noch die Ausgaben. Dann habt ihr hier noch weitere Reiter, die in diese ganze Aufrechnung mit reinkommen. Ihr seht, hier gibt es noch eine weitere Formel. Und vorne habt ihr dann wirklich immer alles zusammengerechnet. Und das nicht nur total praktisch für diesen Anwendungsfall, sondern ihr seht, es ist auch als Vorlage direkt attraktiv. So, wir sind hier nochmal in einer anderen Vorlage, diesmal für das Geschäftsumfeld. Ihr seht, wir haben hier so eine Budgetzusammenfassungs-Excel als Vorlage. All diese Zeilen kommen schon mit, die Werte, die man eintragen kann. Hier natürlich mit Beispielwerten befüllt. Ihr könnt hier dann direkt reingehen und in dieser Tabelle eure Anpassungen machen, so wie ihr sie braucht. Ihr könnt die Berechnungen anpassen, wenn ihr sie ändern wollt, oder die Werte einfach eintragen. Und ihr seht schon, das Ganze gut aufbereitet, sodass man schnell damit losarbeiten kann. Wir haben in diesen Vorlagen auch wirklich nützliche Dinge drin, wie beispielsweise so eine Unternehmensbudget-Excel, wo ihr natürlich viele dieser Dinge findet, die man auch im echten Leben braucht. In dieser Vorlage habt ihr sogar
Hier oben die Möglichkeit, durch die unterschiedlichen Reiter zu navigieren. Ihr seht das, hier haben wir dann noch die Graphenauswertung über die unterschiedlichen Werte, die ich vorne eingegeben habe. Und ich kann hier einfach mit den Pfeilen durchnavigieren und das in einer Excel-Vorlage, die ich mir einfach nur runtergeladen habe. Und das erspart uns natürlich eine ganze Menge Arbeit, wenn ihr euch vorstellt, wie häufig man daran sitzt, irgendwelche Excel-Tabellen zu bauen. Gerade im beruflichen Umfeld, aber auch im privaten ist sowas natürlich sehr, sehr smart. Und wenn ihr jetzt sagt, die Farben gefallen euch nicht, euer Unternehmen hat andere Farben, dann ist diese Excel auch komplett anpassbar. Das heißt, ihr könnt hier alles ändern, wie ihr wollt. Ihr könnt eure Farben ändern und direkt da drin editieren. Ihr könnt die Schrift ändern, ihr könnt Dinge markieren, wie ihr das wollt. Ihr könnt zusätzliche Formeln und bedingte Formatierungen einfügen. Es ist hier nichts gesperrt. Ihr könnt in diesen Vorlagen frei euch entfalten. So, wir sind nochmal hier und dann möchte ich euch nochmal zeigen, das waren jetzt eben Excel, was es hier sonst noch so gibt. Wir gehen mal auf den Punkt Broschüren. Wir haben hier auf der linken Seite die Navigation, welche Kategorien es alles gibt, für die es Vorlagen gibt. Ihr seht, es gibt hier auch die Möglichkeit, die Vorlagen nach der Anwendung auszusuchen. Dann gibt es hier noch so besondere Ereignisse wie Glückwunschkarten oder irgendwelche anderen Dinge. Und wie ihr am Beispiel Broschüren seht, es gibt hier auch für die Themen, für alle möglichen Anwendungen dann Vorlagen. Hier beispielsweise gibt es PowerPoint-Vorlagen, aber auch Word-Vorlagen für das Thema Broschüren. Und das als Startpunkt, wenn ihr mal wirklich auffällig gute Dokumente abgeben müsst bei der Arbeit, dann empfehle ich euch das templates.office.com. Sucht euch da die Templates raus, nutzt das als Startpunkt. Damit fallt ihr auf jeden Fall auf und erspart euch so viel Arbeit im Ausgestalten von PowerPoints oder Excels. Das ist wirklich mein absoluter Geheimtipp für das Erstellen von attraktiven, gut aussehenden Dokumenten. So Leute, ich hoffe, dieser Geheimtipp hat euch gefallen. Ich finde die Vorlagen super praktisch, damit man sehr schnell an sehr ansehnliche Arbeitsdokumente kommt. Ihr könnt diese Dokumente dann verfeinern über die Zeit, weiter bearbeiten, weiter optimieren, schöner machen, nach euren Vorstellungen anpassen, aber ihr müsst einfach nicht bei Null anfangen. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, das spart Stunden an Lebenszeit, die ihr für viel bessere Dinge verwenden könnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat und dieser Tipp, dann lasst bitte auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr die Templates schon kennt oder wie ihr mit diesen Templates umgeht, ob euch das geholfen hat. Würde mich interessieren, auch wie viele von euch diese Templates überhaupt kennen. Ich finde es super praktisch. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und wie immer, tschö mit Ö.